Hi Leute, herzlich willkommen auf meinem Kanal. Schön, dass ihr dabei seid. Heute geht es weiter mit einem weiteren Umbauvideo. Ich habe mir neue Griffe gekauft aus der Dominion Collection. Beim letzten Umbauvideo hatten wir ja schon die Fußrasten aus der Dominion Collection verbaut und heute geht es weiter mit den Griffen. Bevor wir aber zum Umbau gehen und zu den Griffen übergehen, müssen wir noch die Verlosung des Harley Zippo Feuerzeugs machen. Ich würde sagen, wir starten die Auslosung jetzt mit Trommelwirbel. Ja, der Gewinner ist gezogen. Herzlichen Glückwunsch an den Gewinner. Bitte melde dich bei mir über YouTube, Instagram oder über meine E-Mail-Adresse. Die ist auch in meinem Kanal hinterlegt. Kannst du mich einfach anschreiben, dann können wir uns austauschen mit der Adresse, dann schicke ich dir das gerne zu. Ja, herzlichen Glückwunsch nochmal. Jetzt geht es weiter mit den Griffen. Wie ihr seht, ich habe mir die Original Harley Davidson Griffe gekauft aus der Dominion Collection. Was einem direkt ins Auge fällt, ist der Preis. 169 €, ist nicht ganz billig, aber dafür sehen sie wirklich geil aus. Und ich mache mal die Verpackung auf. Ich habe sie schon einmal ausgepackt, aber machen wir das auch nochmal gemeinsam. So sehen die Griffe aus, sind schwarz lackiert, kalt fühlt sich's an. Ich denke mal, das ist schon Metall, Aluminium oder ein anderes Metall. Ich habe keine Ahnung genau, was es ist. Auf jeden Fall fühlt sich's kalt an. Schwarz lackiert, ich glaube, es ist nicht gepulvert. Ansonsten wieder das gleiche Muster, das Waffeleisenmuster, sieht richtig cool aus. Was mir auch direkt auf den ersten Blick aufgefallen ist, die sind auf jeden Fall ein Stückchen länger wie die bereits verbauten Griffe, die standardmäßig an jeder Harley verbaut sind. Die sind etwas länger, machen einen sehr schönen Eindruck und ja, wir werden uns das mal gleich im Detail anschauen, wie der Einbau erfolgt. Das wird auch relativ simpel sein. Das ist die linke Seite. Was sehr schön ist auch, von Drittanbietern die Griffe geklebt werden. Original Harley Davidson Griffe werden nicht geklebt. Die halten auch so, ohne dass sie wackeln. Ich denke mal, das hängt jetzt mit dieser Form hier zusammen. Wir werden einfach mal rübergehen zur Lowrider und dann schauen wir uns das nochmal im Detail an. So, zurück am Bike werden wir jetzt erstmal mit dem rechten Griff starten. Dazu müssen wir hier eine Schraube lösen und hier unten ist die zweite Schraube. Moment, ich gucke mal eben. Hier ist die zweite Schraube, dann nehmen wir den Deckel hier ab, können das rausziehen und dann den neuen Griff montieren. Relativ einfach. Diese Installation ist einfach auf der rechten Seite. Auf der linken Seite könnte es etwas komplizierter sein. Ich habe schon mal mir so eine Macke hier reingehauen. Ich mache mal was über den Tank. Erfahrungsgemäß, du denkst an nichts Böses und was passiert? Dir fällt genau etwas dann auf den Tank und hast dann eine Beule drin. Das muss nicht sein. Schraube 1 ist raus. Schraube 2 ist auch raus. Den Deckel abgenommen. Was müssen wir jetzt hier machen? Nee, ganz so einfach ist es noch nicht. Ich glaube, wir müssen das hier auch noch entfernen. Etwas längere Schrauben. Ah ja, okay, jetzt ist das Ganze hier etwas locker. Aber abgehen tut es immer noch nicht. Bin ich mir nicht sicher, ob ich... Ah, okay, alles klar. Einfach etwas runterziehen. Okay, erste Griff ist ab. Dann hole ich mal jetzt den Dominion-Griff. Machen wir den wieder dran. Hier noch darauf achten, dass er auch richtig rumsteht. Das tut er nämlich jetzt gerade nicht. Ich würde sagen, das war es hier schon auf dieser Seite. Okay, was ist zu tun? Die ganze Einheit hier wieder festmachen. Ich habe leider nicht die Position gemerkt. So, was wir jetzt machen ist das gleiche, was wir auf der anderen Seite gemacht haben. Wir lösen wieder hier die Schrauben. Die zweite Schraube ist auch gelöst. Leider ist der Griff geklebt. Bedeutet aufschneiden. Jetzt werde ich das Ganze hier noch ein bisschen von dem Kunststoff entfernen oder reinigen.
So, nachdem ich das alles jetzt hier gereinigt habe, an Kleberesten und Gummireste von den alten Griffen wurde entfernt. Alles jetzt schön clean hier. Habe ich jetzt mir das Ganze nochmal angeschaut und wie man hier sieht, hier an der Stelle ist der Griff etwas breiter und das hängt auch mit diesem Deckel hier zusammen, der hier oben drauf kommt. Wenn man den Griff montiert, wird das an dieser Stelle hier fixiert. Das bedeutet, man kann das nur in eine bestimmte Richtung einbauen. Genau. Ich müsste irgendwann mal auch hier reinschnacken. Okay, so ist das eigentlich richtig, denke ich mal. Gleich kommt noch der Deckel drauf. Jetzt der Deckel drauf. An welcher Stelle es jetzt richtig einhakt. Okay. Ja, so ist es richtig. So passt es. Ja Leute, jetzt sind wir schon wieder auf der Straße unterwegs. Ja, tut mir leid, was das Videomaterial angeht für den Umbau. Das alles hat nicht so geklappt, wie ich mir das eigentlich vorgestellt habe. Die Kameraposition oder Perspektive war nicht optimal. Ich habe es auch nicht kontrolliert. Tut mir leid. Aber das ist ja alles immer Learning by Doing. Ich bin ja kein professioneller Videocutter. Demnach lernt man aus Fehlern. Das nächste Umbauvideo wird sicherlich wieder besser, ja, indem man halt auch dazu lernt und dann auch nochmal sieht, was ist schlecht gelaufen, so dass man dann diese Fehler halt nicht noch einmal macht und dann beim nächsten Mal halt besser. Ja, ansonsten, ja, letztendlich Installation war relativ einfach. Es waren eigentlich nur ein paar Schrauben lösen, Griffe rausziehen, neue Griffe reinmachen, wieder alles zusammenschrauben. Und auf der linken Seite war es halt geklebt. Der Griff war geklebt, den musste ich mit einem Cuttermesser aufschneiden, abziehen. Dann habe ich das alles ein bisschen sauber gemacht, von den ganzen Kleberesten halt befreit. Und ja, dann auch wieder umgekehrt alles zusammenschrauben. Ich weiß nicht, wie gut das jetzt rübergekommen ist, ob ihr euch das genau vorstellen könnt, was ich da genau gemacht habe. Ich hoffe, es war auf jeden Fall in irgendeiner Form hilfreich. Aber ansonsten, wenn wir über die Griffe sprechen, also ich bin wirklich schwer begeistert. Ich finde, die Griffe sehen richtig mega aus. Sehen natürlich doppelt geil aus, weil ich ja mehrere Dinge jetzt von der Dominion-Kollektion auch mittlerweile verbaut habe am Moped. Also nicht nur die Griffe, sondern auch die Fußrasten und den Schalthebel. Von der Griffigkeit muss ich auch ganz ehrlich sagen, auch wirklich alles richtig nice. Fühlt sich wirklich gut an. Ich weiß jetzt nicht ehrlich gesagt, ob ich vom Durchmesser etwas größer ist als das, was vorher dran war. Oder ob es sich nur durch diese Noppen jetzt so anfühlt. Auf jeden Fall, es lässt sich gut packen. Ist wirklich gut. Ja, ansonsten, was steht jetzt als nächstes an? Die silberfarbigen Bremshebel und Kupplungshebel werde ich austauschen gegen die originalen Kupplungs- und Bremshebel von Harley-Davidson in der Farbe Schwarz. Das wird in dem nächsten Umbauvideo kommen und ich denke mal auch, jetzt langsam ist es dann auch an der Zeit, weil ich ja auch schon einiges jetzt an Umbauten selbst durchgeführt habe, wenn man das jetzt Umbauten nennen kann. Also es ist ja jetzt keine Radikalumbau, sondern das sind eigentlich nur ein paar optische kleine Veränderungen, die aber den Look des Bikes schon ganz schön verändern. Und ja, wie gesagt, nachdem ich das jetzt auch noch gemacht habe mit den Griffen, dann haben wir ja schon einiges gemacht. Und dann werde ich mal ein Video machen, wo ich mal das ganze Bike noch mal im Detail vorstelle, noch mal auf die einzelnen Sachen eingehe, die ich verbaut habe, auf die Kosten der einzelnen Bauteile werde ich dann auch noch mal eingehen und jeder, der halt Fragen hat, der kann mir dann auch gerne Fragen stellen. Vielleicht kriege ich das hin, dass ich auch mal irgendwie einen Bike-Porn machen kann. Das soll es dann in den nächsten Videos sein, um die es geht, jetzt speziell was den Umbau angeht. Unabhängig davon, wenn es Ausfahrten oder sonstiges gibt, die werden ja logischerweise auch ganz normal kommen. Die schiebe ich, wenn es etwas Aktuelles ist, werde ich die einfach zwischenschieben. Aber ansonsten werden erstmal das die nächsten 2 Videos an der Stelle sein.
Ja Freunde, wenn euch das Video gefallen hat und ihr auch noch keine Abonnenten seid und ihr auch keine weiteren Videos verpassen möchtet, speziell was Harley Davidson angeht oder die Lowrider S speziell auch, die ich jetzt hier fahre, dann könnt ihr gerne den Kanal abonnieren, die Glocke aktivieren, damit ihr auch keine Videos verpasst, sobald ich welche veröffentliche. Ja, ansonsten, wenn euch das Video auch noch gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen. Das soll es in diesem Video gewesen sein. Ich wünsche euch allen einen schönen Tag, bleibt alle gesund, macht's gut